Ja, wir haben ja darüber gesprochen, äh, warum wir manchmal nicht den Mut haben, Probleme anzusprechen, die wir so erleben. Es geht um auf der Arbeit, aber auch im privaten Bereich. Wenn es ein Problem ist, es ist manchmal nicht angenehm, aus irgendwelchen Gründen ein Problem anzusprechen. Und wie erlebst du das? Warum ist es für Menschen schwierig, manchmal Probleme anzusprechen? Ja, ich meine, wenn du Probleme ansprichst und dann direkt einem gegenüber, dann machst du dich auf der einen Seite, gibst du dir eine Blöße, ziehst deinen Panzer zurück und gibst dem anderen, teilst dem anderen mit, was dich stört. Du musst Mut aufbringen, direkt dem anderen gegenüberzutreten und ihn anzusprechen. Einfacher wäre es, wenn man einen anderen Weg geht, indirekt. Man hat dann nicht so Angst vor Liebesentzug oder hat auch Angst bleibt aus, dass man vielleicht jetzt mit dem anderen nicht mehr zusammenarbeiten kann. Also es hat eine ganze Menge negative Folgen, denkt man sich, wenn ich jetzt dem anderen das direkt sage, weil der ist dann beleidigt. Kommt dir so ein Beispiel in den Sinn von einer Situation, wo es war etwas Schwieriges, ein Problem, aber du hattest irgendwie nicht den Mut, das anzusprechen? Kommt dir irgendein Beispiel da in den Sinn? Ja, das sind meistens in Arbeitssituationen, wo ich dann zum Beispiel mit Vorgesetzten oder so, wo ich dann finde, also so wie Sie das jetzt machen oder so, finde ich das nicht in Ordnung. Der einfachere Weg ist, man schnödet dann im Team miteinander über den Vorgesetzten, statt zu der Person zu gehen und zu sagen, du, ich finde das nicht in Ordnung. Und ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht, dass ich das mal gemacht habe und dann Konsequenzen erlebt habe. Also es ist immer eine Gratwanderung, je nachdem auch, was man für einen Vorgesetzten hat. Mit Teammitgliedern ist es auch etwas einfacher. Man kann hingehen und sagen, aber man hat dann auch immer so das Gefühl, arbeiten die da noch mit einem zusammen? Also auch da auch Angst vor Restriktionen. Und das sind zum Beispiel, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das sind Themen in der Arbeitsweise. Wie arbeite ich? Wenn ich Fehler gesehen habe bei irgendwas, einen anderen darauf ansprechen, du hast da gerade einen Fehler gemacht oder du hast das ist anders irgendwie oder ich habe bemerkt das. Oder eben dann bei einem Vorgesetzten auch sagt, es mich stört oder ich finde, das direkt zu sagen, wenn Planungsfehler sind zum Beispiel, wenn Personal falsch eingesetzt ist, wenn einfach ungerechtfertigte Sanktionen verhängt werden. Das sind so Situationen, die ich erlebt habe. Interessant. Und eben, kannst du mir helfen, genau zu verstehen, warum wir in diesen Situationen Angst haben? Also was sind die Gründe, dass diese Angst, dass wir diese Angst fühlen in diesen Situationen und eben nicht den Mut haben, diese Probleme anzusprechen? Warum kommt diese Angst? Das habe ich ja schon kurz angesprochen. Bei Vorgesetzten zum Beispiel hat man Angst vor Restriktion, das heißt schlechte Beurteilung. Man wird nicht mehr berücksichtigt bei der Vergabe von besonders wichtigen Sachen. Also man wird wirklich sanktioniert. Das ist die große Angst und natürlich auch die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Das malt man sich in seiner Fantasie natürlich aus. Man hätte genug andere Möglichkeiten, das zu regulieren. Und bei dem Kollegen einfach Angst, nicht mehr gemocht zu werden, als Außenseiter, als Mozzi dazustehen. Das sind so die Urängste und das möchte man natürlich nicht. Man möchte ja von allen gern gehabt werden. Ich sage jetzt nicht geliebt werden, aber gern gehabt werden. Man möchte einen guten Status haben und ja, das macht einem da Mühe. Und natürlich auch, dass man sich bloß gibt, von sich Schwäche zeigt und sagt, mir ist aufgefallen und mich stört das. Ja. Danke.